Hallo und herzlich willkommen zu diesem Videotutorial der SUB Göttingen. Wir möchten euch hier einen Überblick über verschiedene sozialwissenschaftliche Fachdatenbanken geben und dabei zeigen, warum man sie bei der Literaturrecherche nutzen sollte. Es ist wichtig, die verschiedenen Suchräume zu verstehen, in denen man nach Literatur recherchiert, damit man entsprechend effizient suchen kann und auch verwertbare Ergebnisse bekommt. Eine Suchmaschine zeigt, was es in den von ihr durchsuchten Quellen zu dem Stichwort gibt, das man eingegeben hat. Eine bibliografische Datenbank zeigt, was es in einem Themengebiet an Aufsätzen, Büchern und Zeitschriften zur Suchanfrage gibt. Ein Bibliothekskatalog zeigt, was man in der Bibliothek an Büchern und Zeitschriften zur eingegebenen Suchanfrage bekommen kann. Über die Startseite der SUB Göttingen findet ihr im Suchmenü unser Datenbank-Infosystem DEBIS. In der Fachgebietsansicht klickt ihr dann auf Soziologie. Hier bekommt ihr in alphabetischer Reihenfolge alle sozialwissenschaftlichen, also auch die für Soziologie relevanten Datenbanken angezeigt, die von der SUB angeboten werden. Die Ansichten von DEBIS und auch von den Datenbanken können sich durch Updates gegebenenfalls etwas ändern. Oben werden die Top-Datenbanken angezeigt. Diese werden für das Fach als besonders relevant erachtet. Eine der wichtigsten Datenbanken ist Web of Science. Über unser DEBIS-System erhaltet ihr zu jeder Datenbank eine Inhaltsdefinition mit der Angabe, was durchsucht wird und welche Quellen ausgewertet werden. Je nach Thema und Schwerpunkt der Suche kann und sollte man in verschiedenen Datenbanken recherchieren. Web of Science ist eine sehr große Datenbank, die Zugriff auf wissenschaftliche Volltexte bietet. Nur Zeitschriften von höchster Qualität und internationalem Einfluss werden indexiert. Alle Zeitschriften werden inklusive aller Autoren und Institutionen indexiert. Alle zitierten Referenzen sind erfasst und ermöglichen ein nahtloses Navigieren im Zitationsnetzwerk. Weil die Datenbank englischsprachig ist, nutzt bitte auch nur englische Begriffe. Wir suchen Literatur zu Social Movement und Covid und geben dies entsprechend in die Suchfelder ein. Es werden über 2000 Artikel angezeigt. Es empfiehlt sich, Filter zu setzen, um die Treffermenge schon etwas einzugrenzen. Wählt zum Beispiel Show Final Publication Year und setzt hier den Regler auf On und klickt bei Web of Science Category Sociology an. Dann auf Refine klicken. Ihr erhaltet mit dieser Eingrenzung eine relativ überschaubare Trefferliste. Wenn ihr auf einen Titel klickt, bekommt ihr weitere Informationen und auch ein Abstract. Den Volltext erhaltet ihr über Free Fulltext at Publisher. Ihr könnt das PDF herunterladen. Außerdem solltet ihr auch gleich den Literaturhinweis mit herunterladen, damit der Artikel korrekt zitiert wird. Bei den Keywords seht ihr, wie der Artikel durch die Autoren verschlagwortet wurde. Über die Keywords kommt ihr auch noch zu weiteren Treffern. Bedenkt hierbei, dass die gesetzten Filter noch aktiv sind. Wenn ihr rechts auf den Reiter View Related Records klickt, bekommt ihr ebenfalls thematisch ähnliche Artikel angezeigt. Unter dem Reiter Cited References könnt ihr euch die Bibliografie des Artikels anzeigen lassen, also eine Liste der Literatur, die von den Autorinnen und Autoren unseres ausgewählten Artikels verwendet wurde. Auf unserem YouTube-Kanal haben wir auch noch ein Video speziell zur Datenbankrecherche mit Web of Science. Schaut da gerne mal rein. Eine weitere wichtige Datenbank ist Social Science Open Access Repository, kurz SSOAR. Der bei GESIS Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften gepflegte Volltextserver sammelt und archiviert sozialwissenschaftlich relevante Literatur und stellt sie über den offenen Zugang zu wissenschaftlichem Wissen im Open Access frei im Netz zur Verfügung. Eine andere sehr gute Datenbank für die Politikwissenschaft ist Pollux. Sie bietet Zugriff auf elektronische Verlagspublikationen wie zum Beispiel E-Books, E-Journals, E-Articles, wissenschaftliche Open-Access-Dokumente,
Forschungsdaten sowie Inhalte aus Fachdatenbanken und Zeitungsarchiven. Eine sehr beliebte Datenbank ist Google Scholar. Wenn ihr über das Campusnetz auf Google Scholar zugreift, seht ihr bei den Ergebnissen auch direkt, ob das Dokument über die SUB zugänglich ist. Google Scholar ermöglicht den direkten Zugriff auf unterschiedliche Texte, die Suche nach Zitaten und eine Zitationsanalyse ist möglich. Google Scholar ist sinnvoll bei der Suche nach bereits bekannten Literaturangaben, zum Beispiel Autor oder Titel. Trotzdem gibt es bei Google Scholar einige Dinge zu beachten. Die Relevanz und Qualität der Dokumente wird aus den Trefferlisten nicht ersichtlich. Es ist unklar, welche Datenbestände genau ausgewertet werden, so ist die Vollständigkeit der Recherche nicht sichergestellt. Noch ein Tipp zum Schluss im Hinblick auf die Literaturdatenbanken. Um sicher zu sein, dass ihr bei euren Recherchen auch immer gleich die gewünschten Volltexte mit runterladen könnt, verbindet euer Endgerät vorher mit dem EduVPN-Client der Universität. So könnt ihr sicher sein, dass ihr alle lizenzierten Inhalte nutzen könnt. Solltet ihr Fragen haben oder weitere Hilfe benötigen, wendet euch gerne an uns.